die GoPro mit der Footage vom gestrigen Tag ist immer noch weg. Böen bis 60 km/h. Macht das, was irgendwie am sichersten ist. Also wenn nicht jetzt, dann gar nicht. Und dann haben wir 3 Tage lang einen traurigen Max. This is definitely one of the top 10 biggest jumps ever in parkour. Okay, ich mach den Flip. Philipp und ich wollen jetzt noch schauen, ob wir da hoch können. Da oben ist nämlich ein fetter Kran auf dem Dach. Wir sind nicht deine Freunde, wir sind deine Sekte. Deine zweite Familie, deine Eltern, deine Schwester. Wir sind nicht deine Freunde, wir sind deine Sekte. Und das ist wirklich eine gute Wahl, denn wir sind einfach die Besten. Wir sind nicht deine Freunde. Wir sind viel mehr als Freunde. Du wirst jetzt ferngesteuert. Du bist ein Teil der Sekte jetzt. Und wir sind einfach die Beste. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 8. Episode Schlammtour oder was? Alter Lachs, Episode 8 oder was? Das ist wild. 8 Stunden hätte ich gerne heute gepennt. Waren vielleicht 4. Egal, nur der will. Alter Lachs, so eine Moderation nach 8 Sekunden wach ist aber auch ein Banger. Hier draußen habe ich doch schon morgendliches, schlechtes Pfeifen von Jan gehört. Jan sitzt schon im Karren und macht hier Lichthupe, also ich glaube, es sollte losgehen. Was ist das denn für Scheiße? Hello! Hello, good morning. Moin. Who's this lazy boy, eh? I'm not lazy. I laid down in the tent waiting for someone and didn't hear anything. And I didn't watch it on my phone because it's not activated at the moment. It's out of Akku. Zero Akku. Whatever the fuck that means. That means battery. And now, if you want, you can suck my cock. Auf die Knie, lutsch meine Eier, Schlampe. Ja! Ja, mit einem schlechten Gefühl gepennt, weil die GoPro mit der Footage vom gestrigen Tag, also dem Tag am Strand, wo wir alle uns in die Full Sense gejagt haben, ist immer noch weg. Wir haben das ganze Auto gerade einmal ausgeräumt, nirgendwo aufzufinden. Kann eigentlich nur irgendwo am Strand liegen. Da waren Dwayne und ich ja gestern sogar noch zu Mitternacht. Plan ist es jetzt wieder, Auto mal sauber zu machen, weil das auch noch nicht passiert ist seit Anfang der Tour, dass alles einmal raus ist. Guckt euch an, wie ekelhaft das ist. Wobei es geht eigentlich. Alter, das ist sowas von 4,5 Sterne. Ja, eigentlich ist es okay. Aber wenn das alles wieder drin ist, dann ist es wieder räudig. Und dann den gesamten Scheißstrand absuchen. Weil das wäre schon scheiße. Ohne die Footage, ey. Da sind wir wieder, wa? Da sind wir wieder. Gestern im Dunkeln, heute im Hellen. Und mit allem, Mann. Ja, jetzt wird hier der ganze Scheißstrand durchkämmt. Den Scheißteil kann man auch noch gucken. Ja, wir durchsuchen jetzt einfach alles, was geht. Wir durchkämmen den Sand und alles mögliche. Auch der Haufen wird jetzt komplett durchleuchtet. Scheißhaufen. Alter Junge! Digga! Fuck! Crazy! Digga! Ich hab im Leben damit nicht gerechnet, dass wir das Ding heute finden. 4% Akku sogar noch! Ja! Da ist er! Yes! Da ist er! Da ist er! Boom! Der letzte Clip, ne? Ja. Damit habt ihr EP7 so gesehen, wie EP7 sein sollte. Einfach nur geil. Mit Steine werfen, mit Winkel von unten. Mit Fischen, alles! Oh Junge, ist das geil. Ich habe wirklich gedacht, also wenn, dann ist das Ding da irgendwie 400 Meter in die Richtung wegen Strömung, Ebbe und Flut und allem. Das scheiß Ding gesehen habe. Die war gar nicht zu sehen vorher. Nee, die war unterm Sand. Oder dieser scheiß Rabe da oder was? Stimmt. Hier war gestern die ganze Zeit ein Rabe an unseren Sachen und hat irgendwas mit seinem Schnabel hier rumgepickt. Das blöde Arschloch hat die GoPro eingebuddelt. Als wir alle da hinten waren, war hier wirklich die ganze Zeit so ein Drecksding. Ne? Ja. Boah, wenn wir dich kriegen.
dann war es immer ein Rabe. GoPro wieder gefunden. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass die Footage nochmal verloren geht. Deswegen direkt den Backup machen. Und jetzt wollen wir auch darauf achten, dass wir das häufiger machen. Dass wir wirklich alle 2 Tage mindestens ein Backup machen. Dass wir wirklich die ganze Footage haben und nichts weggeht. Zähne werden geputzt. Du putzt auch Zähne, oder was? Ja, musst du mal wieder. Ja, wann das denn? Seit wann hast du jetzt nicht? Ich zähle ja mit. Das ist mein 5. Mal Aufspruch. Wir sind 2,5 Wochen unterwegs. Und die Abstände zwischen den 5 Mal laufen eigentlich immer auf direkt hintereinander. Ach so, du machst immer so ein paar Mal hintereinander und dann wieder Pause. Ja. Perfekt. You done with brushing? Hier ist jetzt der Eingang, oder was? Wasser? Ja, Junge. Das ist ein starker Winkel. Aber das ist natürlich auch smart. Den Weg erstmal frei rollen. Selbst wenn du auf dem Boden liegst, kannst du nicht klettern. Ich hab mir auch die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt der Legastheniker hier wieder. Oh. Sah einfach geil aus, wie du da das Brett gemacht hast. Das ist auch ein Move, da Ja, machst du ging dir noch. die Taschen mit voll. Ich hatte gerade wirklich die ganze Arschtasche voll mit Schotter. Alter. Du hast aber einen Rekord aufgestellt. Ja, das ist doch chillig, da bin ich auch gut drin. In Rekorden? Ne, in Kriechen. Also. Es windet mal wieder sehr. Also ich salutiere nicht, ich halte meine Kappe fest. Aber dem Ausblick könnte man eigentlich schon mal salutieren. Jawohl. Was sagt der Experte? Kannst du easy springen. Das Geländer ist perfekt an den fetten Dingern. Dann noch hinter sichern mit den Teilen da drüben. Dann passiert nichts. Hast du zum Wind heute? Der ist halt scheiße. Oh, also auf Tour haben wir bisher nicht viel Schlaf bekommen, das müssen wir jetzt mal ordentlich nachholen. Idealerweise haben wir Emma-Matratzen dafür, um unseren nötigen Schlaf auch nach der Tour wieder richtig schön zurückzubekommen und unsere ganze Energie wieder aufzuladen. Diese Matratze ist tatsächlich sogar eine, die eine harte und eine weiche Seite hat, für jeden Körpertyp also ideal. Emma hat neben Matratzen aber auch das passende Zubehör. Neben Deckeln, wo es sich gut drunter munkeln lässt, haben sie auch Kissen mit der speziellen Airgrid-Technologie. Wie ihr schon erkennen könnt, hat das Kissen nämlich hier so eine spezielle Wabenstruktur. Dadurch ist eine gute Luftzirkulation gegeben und ihr schwitzt nicht in der Nacht. Wenn jemand seid, der eher ein flaches Kissen haben möchte, dann könnt ihr auch die verschiedenen Schichten aus dem Kissen rausnehmen und so wirklich die perfekte Höhe für euren Nacken finden. Und das Allergeilste ist, dass Emma noch bis zum 31.10. richtig fetten Herbstsale hat, wo ihr richtig viele Prozente sparen könnt. Max, wie viele sind es? Bis zu 50%! Das ist ja schon mal Spitzenklasse. Wir haben aber noch mehr im Petto. Mit dem Code FREERUNNING gibt es nochmal 5% on top. Alter Lachs. Also klickt auf den Link in der Videobeschreibung, checkt Emma ab, damit ihr auch die langen Winternächte jetzt auch gut übersteht und guten erholsamen Schlaf bekommt. Ein Samen zurück zur Schlappentour oder was? Wir waren jetzt noch mal kurz beim Auto, haben alles mögliche an Seile eingepackt. Die trägt natürlich alle Philipp, wie sich das gehört. Und jetzt gehen wir auf die Brücke rauf, um was zu machen? Eine Ropestring. Ah ne, erstmal abseilen. Und danach eventuell die Ropestring aufzubauen. Boah, los. Perfekt. Alter, den will ich dich jetzt aber mal darüber schmeißen sehen. Ich dachte wirklich, du ziehst durch. Vergessen. Ja. Wir haben hier wieder dieses scheiß schwarze Zeug hingemacht. Ja, diese Anti-Klein-Paste, weil wir sind jetzt auch wieder in England. Da haben sie das wieder. Ist echt gut, dass sie damit noch nicht auf den Exportmarkt gegangen sind. Wir hätten halt auch einfach alle Seile rausnehmen können, einzeln machen können. Oh, da kommt eine leichte Prise an Regen jetzt aber auch an. Hier vorne, da sieht man es. Da ist wirklich eine absolute Regenfront und hier vorne fängt sie schon an, hier rüber zu ziehen. Aber im Regen sieht man uns weniger. Im Regen sehen wir auch weniger. Oh, und selbst die Autofahrer da oben auf der Brücke, die sehen weniger. Weil die Scheiben an der Seite, die sind ja meistens dann voll. Können Sie nicht mal hingucken. Mhm. Oh, oh. Da ist er, der Freund und Helfer. Der hat Wichtigeres zu tun. Natürlich. Als ein paar Jungspunde hier von der Brücke zu scheuchen. Ja, wir sind mal runtergeguckt.
guckt von der Brücke und das Seil, da tanzt er wie Rodeo, das macht einen richtigen Schlangentanz. Und das sind 50 Meter Seil. Achso, da ist extra eine Markierung dran. Ja gut, dann haben wir hier gerade mal so um die 28 Meter Höhe oder was? Ah ja. Ja. Da hast du dir auch wirklich das Topmodell zugelegt, ne? Damit man auch gut aussieht bei der Arbeit. Ja, okay. Dann Lachs. Philipp geht raus. Ja, okay. Einmal die Kanten da unten wegkontrollieren, wäre nicht verkehrt. Wenn wir hier viele Seilschoner hinmachen, ist das easy. Junge, was hast du da für Apparaturen? Das ist wirklich Wahnsinn. Alter. Junge, was ist das denn? Das ist geil, oder? Das ist richtig geil. Guckt euch die Scheiße an. Marc! Meinte ich? Ja. Hört sie wahrscheinlich nicht mal. Ich werde hier komplett runtergepustet, also bei dem Wind ist das ganz großer Quatsch. Eben war es, glaube ich, okay, so wie es war. Ein bisschen Wind halt ab und zu, aber so ist es, wär's dumm. So wär's wirklich dumm. Ich habe auch gerade mal die Wetter-App hier geöffnet und es sieht wirklich überhaupt nicht geil aus. Seht ihr, wie viel Wind? Ja, hier ist auf jeden Fall noch ein rotes Fähnchen und sagt Böen bis 60 km/h Windgeschwindigkeit. Alter Männer, das macht das Sinn hier gerade. Ich sag mal so, ein Rope-Swing ist halt noch eine ganz andere Nummer bei dem Wind, als wenn wir uns jetzt abseilen. Das ist Schwachsinn. Am Ende werden wir gegen diese riesige Mauer oder geballert, die da nicht weit ist. Ja, scheiße. Wollen wir uns abseilen? Hätte ich Bock drauf. Moin! Es ist geisteskrank windig und meine Wetter-App sagt jetzt gerade 60 km/h Windgeschwindigkeit. Und in den nächsten Stunden 55 km/h Windgeschwindigkeit, also das ist wirklich insane. Also jetzt gerade ist nicht windig. Bei euch nicht? Ne, gar nichts. Krank. Ja, bei uns ist insane hier. Okay. Wir haben wirklich Angst, gegen den Pöller zu kommen, weil wir sind auf einer Seite ein bisschen weiter rechts. Wir sind nicht ganz mittig, weil hier so ein Rohr ist und da sonst das Seil dran schleifen könnte. Wir hätten sonst jetzt den Notfallplan, dass wir uns auf jeden Fall abseilen, aber das Rope-Swing vielleicht lassen, weil das wäre, glaube ich, Selbstmord hier. Also das wäre geisteskrank, wenn man sich jetzt hier runterschmeißt. Ich sag mal so, macht das, was irgendwie am sichersten ist, ne? Also es sind halt auch schon einige Leute aufmerksam geworden. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Es kam allerdings auch gerade irgendeine Sirene, die nicht mehr zu hören war. Ich hoffe, die ist nicht hier hingekommen. Ja. Aber abseilen wäre auch schon geil, weil die Bedingungen sind natürlich jetzt nicht optimal. Ja, Männers, dann lass uns... Sein wäre geil. Ja, okay. Ihr habt gehört, wir haben einen Entschluss gefasst. Wir werden uns jetzt abseilen, kein Rope-Swing aufbauen. Das ist einfach viel zu gefährlich bei den Bedingungen. Wir wollen es nicht riskieren, am höchsten Pendelpunkt vom Wind weggeblasen zu werden und dann vor einen von diesen Pöllern hier zu klatschen. Jasper zieht schon den Gurt an, wir seilen uns ab. Richtig schön FBI-mäßig und dann geht's ab mal runter zu den Schafen. Bin gespannt, ob man jetzt beim Abseilen auch schon den Wind merkt. Hier ist schön ein Wegpendel, oder nicht? Ja. Der Hebel, was war nochmal schnell, was war nochmal langsam? Das Ziel ist schnell. Ah, das check ich eh gleich. Ja, mach einfach. Mach einfach, das ist immer gut zu hören vom Coach. Wenn du merkst, es blockiert, Oh, jetzt geht's in eine heikle Phase, Jasbeck. Boah, geil. Je tiefer du jetzt noch gehst, desto weniger knallst du mit dem Kopf nachher in die Kante. Boah, da hängt er! Hat Schöckes! Kim Possible sein Vater oder was? Alter! Schön mit Bedacht, aber geil, Mann. Junge, der hängt da gerade komplett zwischen der Brücke, mitten zwischen der Brücke. Die letzten Meter und. Yes, da steht er! Ja! Alter, geil. Junge, das hat richtig Bock gemacht, ey. Ey, hier unten ist ja gar kein Wind. Nee, aber da oben ist wahrscheinlich viel zu windig. Wir wurden umgepustet. Also das ist so scary gewesen. Das wäre richtig dumm gewesen. Ich sagte ehrlich, danach sollten wir auch weg. Hier war schon einer, der hat gefragt, ob wir überhaupt auf das Feld dürfen und sowas. Wir haben gesagt, wir dürfen. Aber wenn er jetzt den Fahrer kennt, dann sind wir am Arsch. Also wir sollten echt schnell machen und hier weg. Ja, safe. Geil. Junge, es macht so Bock. Ist jedes Mal scary. Ich habe es ja schon einmal gemacht auf Malle. Da war es ekelhaft. Und hier mit so einem neuen Gerät war nochmal scary. Aber sobald man dann einmal unter der Kante ist, ist es einfach nur geil. Ja? genau.
Sicher, ne? So, richtig sicher, ne? Okay, wenn nicht, ist es Ja, toll. kannst ja überprüfen. Guck mal, es blockiert Richtung oben und dann ist richtig. Ja. Jetzt muss ich hier durch. Ja. Boah, Digga. Irgendwelche Kunststücke jetzt hier auf 30 Meter. Boah, Digga, das ist jetzt weg auf den letzten Arsch. Oh fuck, warte. Nein. Digga. Kannst du nicht machen, Mann. Aber richtige. Oh, Truck Force, oh yes baby. Vertrau dir da, ne? Ja. Oh, voll. Oh. Oh. Woo. Oh. Yes. Oh, jetzt Hunger. Jo. Junge, jetzt hängst du auf 20 Metern in der Brücke drin, oder was? Ist das geil? Woo! Das kann man noch. Boah, da kommt er hin, da kommt er hin. Alter, Junge, diese Brücke, die sieht ja geisteskrank von hier unten aus, Mann. So, da Philipp ja jetzt nur noch alleine oben ist, muss er jetzt die ganzen Sachen hier auch abseilen. Die hängen da oben schon über der Kante und er lässt sie jetzt mal langsam runter. So, da sind sie. Ja. Sheffield, jetzt mal wieder rein in eine Großstadt und hoffentlich auch ins geilere Wetter. Aber 3 Stunden 40. Reise und Abseiltag. Ich bin ins Auto safe. Mach das Fenster hoch, wenn du ins Auto bist. Ja, ich stopp dann. Dem hab ich ins Auto gepisst. Ja, Alter, das ist so ein Sprüher, das ist insane. Ich sehe es im Spiegel. Boah, das ist so kalt und tut auch weh. Alter, das war aber mal effizientes Piss. Gute Nacht, Tag 17, morgen ist Tag 18, Wettervorhersage ist astrein, fette Stadt, fettes Spot, morgen geht's rund. Tschüss. Boah, kommen Jan raus aus dem Gemächer. Hier haben wir heute aber auch mal einen etwas langsameren Start. Ja, ich bin seit, was weiß ich, wann wach. Seit, was weiß ich, labert. Über, was weiß ich, für Sachen. Was weißt du eigentlich? War so laut, dass man das nicht verstanden hat, was ihr gesagt habt, die ganze Zeit gehört habt, dass ihr so gelabert habt. War so geisteskrank nervig. Irgendwie hat mich das richtig gestresst. Ich wollte die ganze Zeit hören, was ihr da sagt, aber ich hab's nicht verstanden. Ich bin so richtig gestresst innerlich. Hättest ja sagen können. Er hat mal lauter für dich gesprochen. Ja, ich wollte lauschen, Alter. Und dann habe ich angefangen, was zu verstanden, als ihr irgendwas über Steinrollen erzählt habt, Alter. Alter, wir haben uns über Pyramiden, den Weltraum und Ja, weiß ich genau, das war es nämlich. Das war so eine absolute Scheiße um 7 Uhr, was noch war, Alter. Ach, das ist ein Klassiker für 7 Uhr morgens. Bevor ich jetzt der Nörgler bin, was hast du gerade gesagt? Das hat mich auch so aggressiv die ganze Zeit. Ja, Warum das denn jetzt? Weil ich es auch nicht verstanden habe. Ja. Mein Gott, dann sag doch was. Alter, kommt nächstes Mal für alle ins Zelt. Ja, rüber. komm ins Zelt, dann machen wir eine kleine Rederunde. Machen wir einen mein Diskurs, machen wir Wenn fertig. ihr alle So, was hat dich abgefuckt? Jetzt komm, die Nörgelei geht weiter. Ja, man hat euch die ganze Zeit gehört. Ach komm, jetzt halt's Maul. Du bist 1 Kilometer von uns weg gewesen. Ja, trotzdem haben wir euch die ganze Zeit labern gehört. Du laberst doch jetzt Scheiße, Nein, laberst wirklich. du doch. War richtig nervig. Was hast du da eigentlich schon wieder an für eine Scheiße? Mein Double-Schlafsack, Strip hier wieder ausgepackt. Ne? Schöner Michelin-Männchen und dann nochmal schön drüber den anderen Schlafsack. Und Pulli und was? Alles an. Ja, Hauptsache wir haben warm. 15 Grad oder so. Ja, aber hier drin auch dann ungefähr. Mindestens. Good morning. Moin. What did annoy you today? Alles.
Alles? I woke up. I was asleep now. I woke up from the noise. Yeah. But not from Dwayne and me talking. Maybe earlier. I don't know. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind gerade im Parkhaus angekommen und wir haben uns gerade eine Challenge gesetzt. Zwar wussten wir nicht, wie lange wir lange schreien können. Und ich meinte zu Philipp, 7 Sekunden muss er Herne schreien. Bisher stoppen wir immer eigentlich alle so bei 5 bis 6. 7 ist krank. Jetzt ist Jaspex. Bereit? Ja. Nein, 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 es war so krank drunter. Es war so 6,70, Alter. Noch 0,12 Sekunden und ich hätte gekotzt. Ehrlich jetzt. Fuck, ich kann das nicht, wenn alle gespannt gucken und filmen. Das geht nicht, Alter. Komm jetzt mal ernst, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Was? Wie lange? 5. Katastrophal. Muss man sich die Luft ein bisschen einteilen oder so? Du musst den ersten, du musst das HE ewig ziehen. Ja, ja. Ein Sechster. Sechster. Aber war nicht schlecht. Oh, ja, okay. Na, Philipp, der macht jetzt einen guten, das sehe ich. Das wäre wirklich geil, wenn es klappt. Ich bin raus, meine Stimme ist tot, Alter. Voll in die Fräte, ey. Komm, Junge, komm! Guck dir das an! Was? Ja! Als ob! Ja, Alter! Der war aber endlos. Ich fordere hier und jetzt BA auf einen Herne rufen. Wer länger kann. Ja. Kann ich mehr reden. Ich will das bitte. Ja, das ist krank. Ja. Alter, du scheißt einfach noch. Digga, das war ungefähr gleich. Ich habe irgendwann gestoppt, weil ihr alle rumgeschrien habt. Alter, ich kipp fast um, Junge. Das war richtig geil, Junge. Ja, ja. Aber das Haar war nicht so gut, oder? Du hast Erne geschrieben. Scheiße! Egal. War trotzdem krank. Das kann aber ein Cheat gewesen sein. Erne, Herne, Luft. Der zählt nicht, der zählt nicht. Aber den hättest du auch mit einem Haar geschafft. Ja, wahrscheinlich. Ich geb gleich, mal. Ich habe Lungenschmerzen irgendwie. Alter, ich weiß aber warum, weil ich so versagt habe. Oh, ich habe einfach nur Kopfschmerzen. Ja, Junge! In dem Bereich irgendwas. Das war krank. Ah, du bist der Winner. Alter, das war krank, Junge. Du hast dich von einem Vierer auf einen mindestens Achter hochgelevelt, Junge. Das war mindestens ein Achter. Junge, das Parkhaus hat vibriert, als du geschrien hast. Das war geisteskrank. Ich dachte, das stürzt ein. Alter. Du hattest so einen geilen Sound irgendwie da mit drin. Das hat wirklich irgendwas hier gescheppert. Meine Stimme. Du brauchst tot. heute mehr. Ja, komm, jetzt aber mal Parcours. Alter, habt ihr alle Mundkeulen. Boah. Wir sind in Sheffield angekommen und wir sind an einem Spot, an dem Max seinen Parcours-Lebenstraum erfüllen will. Und zwar handelt es sich um diesen Running Tree. Massiv. Guckt euch das an.
Als wirklich einer der fettesten Sprünge, den es im Parcours, glaube ich, gibt. I've been thinking about this jump for years, and then every day on this tour, every night I go to sleep, I think about this jump on the tour. It's a lot bigger than anything I've done, but bro, I can definitely do it and do it comfortably. Like I can overshoot it. It's a classic full sprint, full commitment, full send, but I'm strong, I'm fast. Yeah. It's gonna happen. Gleiche wie bei mir letztens mit dem Frontflip Pre am Strand. Wenn Max einfach 100% reingibt, 100% Speed, 100% Absprung, dann kann er nur drauf oder da, genau, da landen. Like if I full send it, exactly. If I hold back, I'll land here, but if I full send it, bro, Yeah. you know what I mean? I'll do a prep. Yeah. Ah, yeah. I have to slow down so much to not hit the wall. The only time I get really scared of the jump is when I stand here, right at the end, and it looks fucking Yeah, huge. go away there. But that's okay. Like, but as soon as I'm Sehr gut. here, it looks doable, and the further back, it looks easier. And by the time I'm here, I'm running so fast, you're done. Exactly. Yeah. Da gehen wir gar nicht erst hin. 1, 2, 3, 15, 16. I'm gonna actually run that fast. 20 Fuß. Brachial. Gotta start getting, physically I'm ready, gotta start getting mentally ready. Here's what I'm gonna do. I'm gonna run as fast as I can, I'm gonna do it, and I'm gonna make it look easy. Schlappentour. Schlappentour, baby. Schlappentour. Oh, it's fucking scary. All right. 100 and you'll be 100% safe and successful. 100. That's mine. It's mine. I'm taking it home. We all know it. We all know it, brother. Schlappentour! Best tour ever. Come on. All clear. All clear. All yours. Big Watch send. out, bro! Let's go, mate. Come on. Oh, I got it. Oh, sick move. Oh, ey. Ich muss so schnell rennen. Kann das einer nehmen, das schlackert wie mein Sack. Jetzt. I was this close. I'm happening now. It's happening now. F the consequences. Yeah. The consequences are nothing in relation to the success. It's tour, it's your dream jump, it's all yours. Go on! Come on! Let's go! Let's go! Ah! Fuck! I had it. I just fucked the steps. One more. Ist das die Müllabfuhr oder was ist Ja, das? hier ist die Müllabfuhr unterwegs. Oh, sorry, was that your bag? No, he just wants to run here and he has to be like completely in focus. No worries. Sehr korrekter Typ, aber auch. Go on! Come on! Let's go! Full send! Let's go! I just got the steps wrong. I am committed, and then I get the steps wrong. Let's go, Max! Ah, fuck! I do it with 8 steps. I do it with 8 steps now. I had it. I do it with 8 steps. Yeah. 8 steps or 7? I do 8 now. 7 is not working. Last one with 8. Because normally when I do a running pre, I'll run and I'll probably stutter slightly and then commit, but I can't do that here. So I'm doing 8. And then if not, I leave it. Has to be now. Has to be now. Also wenn nicht jetzt, dann gar nicht. Und dann haben wir 3 Tage lang einen traurigen Max. Das geht nicht. Let's go! Let's go! Come on. Let's go. Full fucking send! Move. Sorry, can you wait a second? Thank you. Yes! Let's go! Let's go! Yes! Steps? I told you it was the steps. Boah, das war ja noch geiler als ein Stick oder alles andere. Come on. That was the craziest air form on a running free. Holy shit. He literally took like 3 strides in the air. Boah, eine Prozedur, wie sie wirklich im Buche nur zu finden ist sonst. Und da die Landung findest du auch eigentlich nur im Buch so wieder. Also das war ja Weltklasse. 20 Fuß auf den Arsch, auf eine andere Mauer. Sick that you did I bruised it. my heel a bit. I need to see how bad. Fuck, I'm really pissed off actually.
I told you it was the steps. Yeah. Because when you run, you're committed, and then if the steps are really wrong, you uncommit. And that was the first attempt with 8 steps. Just do it again because now you don't feel your heel that much. Er darf jetzt auf keinen Fall kalt werden. Er hat sich, glaube ich, mies die Hacke geprellt. Das hatte ich bei meiner Line mit dem Low Pole vor ein paar Episoden auch. Sobald er 3 Minuten abkühlt, checkt er es komplett mit der Hacke. Und so ist er noch so voll mit Adrenalin, dass er wirklich nur einmal machen kann. Und dann ist er es auch. Das ist er, Mann. Come on, Max. Before you get pain, come on. Und jetzt aber mal rein, richtig. Come on. Let's go, Max. Stop them! Yo. Can you... Come on, Max. Full fucking set. Let's go! Can't do it again. Impact on a butt. Fuck! Owen, I tried so hard to make it clean, like in the end, but it's just so much impact on the. Like I can't do it again. Yeah. Leck mich fett, das waren 2 komplett wilde Dinger. Und das riecht nach Lavendel hier, als wäre es im Duftmuseum. Der will einmal alles hier umgemäht und einmal alles entfacht, dann dürfen wir die gibt. Oh man! Like it kind of counts. Oh my god! Yeah, I fully am injured now. Obviously I'm happy I did it, because with that much speed, Alter, it's so slippery. It's okay, I just bruised my heel, like, obviously happy I did it, but the landing is hard. But the most difficult thing for me as an athlete is commitment, and I beat that today. You know what you did? A full fucking cent. 2 full fucking This cents. is definitely one of the top 10 biggest jumps ever in parkour, and I've finally done it. I've never had a world-class running pre until now. I'm really sad I didn't do it clean, but at least I did the jump. Like, now I can consider myself like a top-level like jumper in parkour, I think. Das Ding, das geht leider in keinen Run rein, weil alles übelst viel Platz und es geht einfach leider nicht so gut heute. Deswegen direkt den nächsten gefunden, schwingen gegen die Wand und rein, 2, 3 Preps und dann rein. Alter, man merkt, also ich merke so krank, wie dumm ich werde auf dieser Tour. In meinem Moderationspart, ich fühle mich fast nach jedem Mal in eine Kamera sprechen, wie die dümmste Sau aus der Welt. Ist schon wieder, kommt schon wieder aus der Welt. Ich wusste nicht, ob auf der Welt oder aus der Welt sagen. Das ist wirklich schlimm. Aber das ist schon wirklich der scary. Komm ab ans Reck, ans Olympiagerät. Oi, geil! Ja! Da hast du wirklich nicht lange geschnackt, ja. Geil, den kann ich damit, irgendwas kann ich damit machen. Ja, sicher. Ja, da geht was, irgendwas geht Da geht was, aber sowas. Ja, der ist chillig hier reinzukriegen. Geil. Okay, damit klügeln wir was aus. Ja, sicher! Hier tritt man auch nicht mehr, ne? Nee, das ist ganz entspannt. So wie gerade. Oh, da habe ich deinen Fuß aber unter Rail gesehen, du. Boah. Ich weiß nicht, meine Perspektive war vielleicht scheiße, aber ich habe wirklich seinen Fuß habe ich hier gesehen. Da war sowas von 10 Meter Platz. Ja, hab ich mir auch gedacht eigentlich. Yes! Woo! Ah, da ist er noch! Yes! Come on! Alter! Ich sehe auch noch was. I mean when something lays on the ground when it doesn't matter. Wir sind jetzt hier wieder an einem Banger-Busch. Also das ist wirklich ein Riesending. Das ist größer als ich. Der Absprung ist aber dafür auch 7-mal so groß wie ich. Alter, da muss ich richtig in 45 Grad Winkel und in die Hocke gehen. Ja, noch einmal kurz gucken wegen hochragenden Stöckern. Hier ist alles dicht und alles so rund gewachsen. Also ich werde auf jeden Fall ein paar Kratzer mitnehmen, denke ich mal. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich einen gleich im Herz stecken habe. Ich weiß noch nicht, ob ich den flippen will. Der ist halt echt schmal. Ne? Das können wir noch mal von der Seite zeigen. Man springt halt von da und der ist halt so. Muss man mal von oben gucken, wie es ist. Ja, also reinspringen ist das eine, aber flippen wäre halt krank schön. Aber wie flippen? So ein Frontflip auf dem Rücken. Wie ist die Technik? Also je mehr Auflagefläche du
auf den Busch springst, desto mehr komprimierst du den. Ich würde sagen, wir gehen hoch und dann entscheide ich oben, ob es ein Flip wird oder ob ich mich einfach so reinjag, weil ich würde ungern verfehlen hier. Drumherum ist echt harter Boden. Und du auch, oder was? Ja, ich bin am Überlegen. Ich habe noch nie einen Buschsprung gemacht, aber das ist schon ziemlich krank für den ersten, oder? Ich habe aber überlegt, wenn ich hier neben die Dorne reinfetze. Genau hier. Ja, theoretisch kannst du gucken, wo frei ist danach und dann kannst du dich auch direkt von oben fetzen. Ich will erst mal gucken, erst mal abchecken, was es da so gibt alles. Ich würde halt schnell machen wegen dem Hotel hier nebenan, dass wir da nicht ewig oben chillen. Das ist immer das Geilste. Ins Treppenhaus zu gehen für so einen Sprung, weil dann weißt du immer, dass du hochläufst, geht's gleich ziemlich schnell wieder runter. Are you going for it? Yeah. I'm scared though. Sick. Das ist so ein traditioneller Lokalsport hier in Sheffield. Liam hat das auch schon mal gemacht. Da musste der Busch nachwachsen. Jetzt ist die Next Gen dran. Right. Ready? Yeah. Yes. Come on. 3, 2, 1. I hit the bottom. Are you okay? Yeah. Oh my god. You rode the bush, you know. I hit the bottom. You okay? But really hard? Whoa. Oh my god. Well done, though. Oh my god. Yes. Oh, sick. Yes. Come on, let's go. Alter, das war eine wilde Airtime. Das war doch höher, als ich dachte dann in der Luft. Er hat wirklich die noch nicht ganz zugewachsene Stelle mitgenommen für die Landung. Da war wirklich ein Banger an Landung. Der hätte nicht perfekter landen können, um da den Boden zu berühren. Ja, also denkt auch immer dran, macht es bitte nicht nach. Es ist wirklich, ich habe echt Sorge, dass das jemand nachmacht doch manchmal, weil das ist wirklich mit Kopf und Verstand. Digga, was feierst du denn da? Ich bin stuck, Alter. Digga, wie... Brauchst du Hilfe oder so? Das ist ja wirklich unfassbar. Bin ich? Du hast meine Hand. Ich hasse Klettern und Parkour, Alter. Fuck, war das peinlich. Wir stehen jetzt oben, ist echt schwer zu entscheiden, weil Flip ist schon sehr sketchy. Sehr schmal und super nah. Ich muss komplett runterspringen, das ist halt die Scheiße. Ich musste wirklich so nach unten diven, den Front. Jo. Das passt schon, oder? Mit dem Flip? Ich kann, glaub schon. Front, ne? Ich glaube schon, wenn ich den so schräg wie eine Dive da reinfetze. Ja, ich meine, du musst dich halt nur nach unten fallen lassen, ne? Du musst Ja. nicht wirklich abspringen. In dem Winkel kann ich auch nicht so komplett drüber fliegen, weil ich lande auf jeden Fall hier vorne. Ja. Okay, ich mach den Flip. Ist extrem scary, der Flip. Ready? I go to the edge and then I'm falling down. Zählst du? Ich will ungern zählen, ich will Okay. warten, bis mein Kopf sagt, jetzt ist ein guter Moment Ja, und dann safe. mache ich. Alles klar, komm, Diggi. Das ist mein höchster bis jetzt und das wäre echt eine Schande, den ich zu flippen. Das war sketchy, aber es wäre eine Schande. Komm, Junge. Das Ding ist so fett. Ein Banger, komm. So unglaublich hoch. Boah, der Flip ist so abgewickt. Aber ich hab den. Dieser Winkel ist so eine Scheiße. Aber so bin ich ja genau in der Länge, so kann ich nicht drüber. Nee, eigentlich nicht. Ja, komm, okay. Komm, das hält der Busch aus. Ja! Alter! Digga, du bist ja kaum eingesackt. Alter, das Ding sah so geil aus und weich. Alter! Was? Junge, wenn Dwayne so lange braucht beim Buschsprung, dann weiß er, dass das Ding gerade eine Adrenalinpumpe hatte. Aber der war ja so geil weich, Mann. Da war ja noch endlich. Das war ein Adrenalinkick, Alter! Boah, das glaube ich. Himmel. Digga, das Ding zu treffen von da oben war einfach nur sketchy. Ja, Weil das so schmal war und dieses diagonale Abspringen, das hat mich so nervös gemacht. ja. Alter, aber du bist perfekt rein. Du warst nicht im Ansatz auf dem Boden, oder? Aber so viel Kapazität. Alter, ich mal, also du warst, glaube ich, noch so hoch. Ja. Du warst wirklich noch so hoch über dem Boden. Oh, moin. Oh, yeah. Nice, besser als ich. Also ich gucke einmal noch mal hier. Nur Schiss, dass ich hier wegrutsche und auf diesen
einen harten Drecksbodenknaller. Das verstehe ich. Man muss auch dazu sagen, das ist Philipps erster Buschsprung jemals. Also das ist schon ein wilder Cent dafür. Aber der ist halt da drüben. Da, wo ich rein bin, daneben ist der halt auch noch sehr, sehr dicht. Du musst es nur schaffen, da hinzukommen und auf deinem Rücken bei der Landung zu liegen. Und diese Air Awareness hast du. Mindestens vom Skydiven hast du das. Ja, das kriege ich hin, aber... Ich weiß, das ist krankes Vertrauen in das Material, aber das hast du sonst auch. Ich vertraue dir, wenn du mir sagst, dass das Seil nicht reißt, vertraue ich dir auch und ich sag dir, der Busch hält deinen Fall. Das Einzige, scheiß was... Seil, Alter. Ja, das ist halt ein Busch, aber beides ist irgendwo auch Natur. Also das Seil, das kam aus der Spinne raus und das... Komm halt's Maul. Wayne sagt, dass er sicher ist, dann ist er machst du auch mit Handy, absolut Alter? sicher. Ja, okay, scheiß drauf. Das ist ein kompletter Full Send. Aber das hast du, Digga. Komm, jetzt nimm mir hier die Faust und dann fetzt du dich da rein. Denk dran, nach vorne, halbe Drehung, Rücken. Okay. Ja. Komm! Habt ihr? Ja. Haben wir. Komm, Junge! Alter, bist du da durchgerastet. In meinen Arm. Boah. Ja! Der war weich, aber hat doch gut reingescheppert. War weich, aber hat gut reingescheppert. Au, Alter, die Dorn. Oh, nicht, dass du den Hohn aufgerissen hast oder was? Das kann wirklich nicht wahr sein, dass alle außer dir da durchrasseln schon wieder. Das kann wirklich nicht wahr sein. Ich hätte schwören können, dass das da nicht durchrasselt. Oh, mach das mal ab hier, oder was, Alter? Ja, ein schönes, dass es war eigentlich. Digga, du bist aber weg, du warst auf dem Boden, du saßt da, ne? Ja, ich war komplett auf dem Boden, da war einfach nicht weich. Ich hatte so Schiss, dass ich diese Steinplatten hier erwische. Ja, ich bin nicht Train, ich kann die Scheiße nicht aushalten. Du hältst halt wenn mit deiner Birne aus, aber nicht mit den Füßen. Ja. Oh. Digga, du hast ja auch eine Lanze ausgegraben, das ist ja wirklich unnormal. For your first bush jump, insane. Ja, während Philipp Nierenschmerzen hat, steht der nächste schon auf Dwaynes Höhe. Aber nicht ganz Dwayne-Höhe. Geil. It looks so small. Ready, Pepper? I'm too light. Too light. Also der gerade oben steht, der steht wieder da oben. Der hat nämlich dieses Loch da hinterlassen. Keins, richtig. Der ist ja schon einmal runter und das Ding hat sich nicht mal 1 Millimeter nach unten bewegt. Deswegen steht er jetzt nochmal oben, weil er Bock hat. Is anybody not ready? Ich hasse den Dialekt so sehr hier. Ready? Probably do that 4 more times before the bush is dead. Also das ist wirklich... Weißt du, wie ich da durchgeknallt wäre? Wäre da so auf dem Boden gerasselt. Das ist geil, Junge. Es juckt ihn so wenig. Läuft einfach weg, als wäre nichts gewesen. Das sind die dünn. Was haben wir denn hier? Ein weiteres Objekt der Begierde. Philipp und ich wollen jetzt noch schauen, ob wir da hoch können. Wäre, glaube ich, geisteskrank. Da hätte man einen kranken View über die gesamte Stadt. Da oben ist nämlich ein fetter Kran auf dem Dach. Wenn wir da hochkommen, dann ist das einfach nur geil. Guck mal, wir erstmal wegen Kameras. Ja, würde ich auch sagen. So Bauwatch und so ein Shit. Ja, da sind schon mal welche. Ah, scheiße, das filmt sich. Ja, das ist ein Auto. Digga, das ist einfach einer. Hier sind auch direkt Kameras. Alles perfekt. Ja? Ja. Okay, wir gucken jetzt mal nach dem Typen. Der sitzt da oben in seinem Auto. Wir sind jetzt im Treppenhaus. So. Ich glaube, wir müssen das übers Dach machen. Ja, komm, wir gehen hoch. Ich würde schätzen, wir sind auf der 20. Etage und ich glaube, hier gibt es keine Fenster mehr. Ja, sehr. Alter, wir sind fast oben. Ey, du musst echt, pass auf hier, überall Löcher im Boden für die Rohre. Und dass wir drauf achten. Boah. Alter. Hier könnten halt nochmal Camps sein irgendwo. Alter, ist der Kran geil. Oh, Junge.
Alter. Boah, Junge. Ja komm, wir gehen jetzt noch hoch auf den Kran. Safe. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt noch zu früh ist. Lass mal zu Ende gucken. Ja. Da ist die Post mit den ganzen Postautos. Aber ich finde geil, dass sie hier Leute angestellt haben zum Aufpassen und keine Bauwatch haben. Weil die Bauwatch, die kriegt einen jedes Mal. Die Leute nicht. Okay, der Plan ist, dass wir auf den Kran klettern. Aber nicht von hier darüber, weil das ist schon ein ganz schönes Stückchen. Wir gehen jetzt nochmal 1, 2 Etagen nach unten und machen das dann von da aus dem Fenster auf diesen breiteren Teil. Das ist dann einfach nochmal safer. Ja, das ist perfekt. Hier kann man easy hoch. Alter, moin. Philipp und ich sind hier auf so einem Gebäude. Wollen gleich auf so einen Kran klettern. Könnt ihr 1, 2 Sony-Shots machen? Seid ihr auf dem mit dem gelben Kran? Ja, genau. Boah, also von hier sieht man, wir sind schon ziemlich weit weg. Also hier sieht man nicht so viel vom Kran oben. Ja, wir können bestimmt näher rankommen dann. Ja, einfach nur 1, 2 Shots wäre geil. Der Aufstieg. Ich glaube, ich mache das anders. Das sieht mir extrem stressig aus. Oh, ist das geil, Mann. Da kommt jetzt einiges am Blaulicht. Fuck, hier kommen wir mal näher. Sollen wir uns mal ein bisschen verstecken? Einfach nur so hier hin. Nein, wir fahren weiter geradeaus. Oh mein Gott. Oder? Doch, nein. Alter, mein Herz. Müssen wir noch ganz kurz chillen. Ich habe mir gerade so eingeschissen. Hoch und runter. Ja. Okay. Jetzt geht's ans Eingemachte. Alter, das ist geil, Mann. Ist jetzt auch nichts mehr. Junge, du bist so eine geile Sau. Alter, das ist geil. Was sagst du? Runter. Alter, geil. Boah, der Weg hat nicht aufgehört, ne? Der unten
aufpasst, der steht neben seinem Auto. Ach, da unten läuft er. Der geht ums Haus mit der Taschenlampe. Ja, der ist hinterm Kran. Fuck, ich hoffe, pass auf die Löcher auf. Ich hoffe, der kommt hier nicht rein, ey. Lass zusammen runtergehen, ohne Taschenlampe. Und wenn der kommt, dann gehen wir auf irgendeine Etage und verstecken uns. Okay, wir stoppen das Video jetzt hier, nehmen die SD-Karte raus, damit wir einfach safe sind. Wir haben es! Junge, das war so krank. Das war krank. Wir sind runter und da ist der schon rumgelaufen. Übelst Shit. Da haben wir den die ganze Zeit nicht gefunden. Auf einer Seite geguckt, war der Typ am Beten. Ist der fertig? Ja, der ist fertig mit Beten. Der hat gerade auf seinem Gebetsteppich gebetet. Packt ihn jetzt wieder ein. Boah, das heißt aber, der hat wirklich nichts gecheckt. Geil. Dachten wir uns, ja, safe Nummer, jetzt gehen wir. Dann haben wir nochmal geguckt und dann ist er zum Auto wieder gegangen. Ja, jetzt war alles. Jetzt gerade, als wir ganz unten waren, haben wir noch ein letztes Mal geguckt, wo der ist. Da ist er aus dem Auto ausgestiegen, weil noch so andere Leute versucht haben, da an den Zaun so hochzukommen. Junge, das ist so krank. Alter. Das habe ich nicht mal gesehen, das hat sich nur Philipp angeguckt. Und ich habe nur gesehen, wie Philipp zu mir hin, nicht mehr gelaufen, sondern wirklich mittlerweile gesprintet ist. Ich dachte so, okay, fuck, wir müssen jetzt. Und dann sind wir raus und weg, Alter, geil. Geil, Junge, ist das geil. Boah, ist das krank. Ich glaube, das geht, ohne dass wir das sagen müssen, aber macht das nicht nach. Es ist extrem dumm und gefährlich. Nehmt euch kein Beispiel an uns. Welcome. This is now my gaff. My house is there and it's coming up to 2, so bedtime. Good night. Das ist weg. Hast du Zahnpasta?